Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute stellen wir goldene Löwenzahnbutter her und auch echten Löwenzahnhonig. In beiden Fällen tragen die Löwenzahnblüten zu einem besseren Geschmack der beiden Zutaten bei und wir kommen dadurch in den Genuss der unglaublich gesunden Eigenschaften der Löwenzahnblüten. Denn laut einer Studie der Fachzeitschrift Nutrition Reviews gibt es 4 Schlüsselbereiche, in denen die Löwenzahnblüten im Vergleich zum Rest der Pflanze wirklich glänzen. Und das soll etwas heißen, wenn man bedenkt, dass die Löwenzahnpflanze, insbesondere was ihre Blätter und ihre Wurzel betrifft, ja ein echtes Wunderkraut ist, das die Verdauung regelt, Leber und Galle pflegt, bei Rheuma und Nierensteinen hilft und als Allround-Stärkungsmittel bei jedweder Problematik eingesetzt werden kann. Ich entsafte mir deshalb zum Beispiel regelmäßig die Löwenzahnblätter zusammen mit anderen Wildkräutern. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben. Laut der genannten Studie jedoch sind möglicherweise die Blüten der gesündeste Teil der Pflanze. Wer also daran interessiert ist, mehr über die selten diskutierten, aber zweifellos unglaublich medizinischen Eigenschaften der Löwenzahnblüten zu erfahren, der sollte sich das Video bis zum Ende anschauen. Für die Löwenzahnbutter werden wir jetzt hier Biobutter auf dem Herd auf allerkleinster Flamme langsam zum Schmelzen bringen, während wir in der Zwischenzeit dann die Blütenblätter von ihren Stielen befreien werden. Der erste Grund, warum Löwenzahnblüten der gesündeste Teil der Pflanze sein könnten, ist, dass sie im Vergleich zum Rest der Pflanze einen höheren Anteil an Polyphenolen enthalten. Polyphenole bieten Schutz vor der Entwicklung von Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und neurodegenerativen Erkrankungen. Die Studie ergab also, dass die Blüten im Vergleich zur Wurzel 115 Mal mehr Polyphenole enthalten. Inzwischen sind alle Blütenblätter von ihren Stielen befreit und die Butter ist geschmolzen. Wir geben jetzt einen großen Anteil der Blütenblätter zusammen mit der geschmolzenen Butter in den Vitamix. Einen kleineren Teil der Blüten heben wir auf. Die werden wir dann für den Honig verwenden. Zu den Blütenblättern geben wir auch noch einige geschälte Bio-Knoblauchzehen dazu. Ich hätte dann außerdem noch 2 Bärlauchblätter hinzugegeben, aber die sind jetzt hier optional. Und dann habe ich mit meinem Bärlauchsalz hier gewürzt, oder vielmehr meinem Wunderlauchsalz. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Dann kommt noch frisch gestoßener schwarzer Pfeffer hinzu und der Abrieb einer ganzen Bio-Zitrone. Und schließlich kommt die geschmolzene Bio-Butter hinzu. Dann wird alles mit dem Vitamix gründlich durchpüriert, bis wir eine homogene Masse erreicht haben. Und dann füllen wir die Flüssigkeit in diese BPA-freien Silikonformen, die ich hier jetzt vorrätig habe. Also hier in dem Fall diese Muffinformen und die viereckigen Formen, aber man kann natürlich auch andere Formen dafür verwenden. Und diese werden dann eingefroren. Jetzt wenden wir uns der Herstellung des Löwenzahnhonigs zu. Und zwar geben wir einfach die restlichen Löwenzahnblüten zu einem 2/3 gefüllten Glas mit rohem Bio-Honig. Und sobald wir die zähe Masse dann gut durchgemischt haben, schließen wir das Glas und lassen es mindestens 2 Wochen lang an einem kühlen, dunklen Ort stehen, wo der Honig fermentieren wird. Die Löwenzahnbutter ist jetzt fertig gefroren und die können wir jetzt einfach aus den Silikonformen entnehmen und dann nach Belieben verwenden. Das meiste der Butter friere ich dann wieder ein und gebe immer nur ein Stück davon in den Kühlschrank, wo ich es dann eben verwenden werde, zum Beispiel auf das Butterbrot oder für allerlei köstliche Rezepte. Die Löwenzahnbutter schmeckt wirklich ganz toll und wir kommen dadurch in den Genuss der unglaublich gesunden Löwenzahnblüten. Denn diese enthalten auch im Vergleich zum Rest der Pflanze einen höheren Anteil an Antioxidantien. Und diese benötigen wir in der heutigen Zeit ganz besonders, da unser Körper ständig freie Radikale bildet. Zum Beispiel gibt es da das Hydroxylradikal. Es führt zu DNA-Schäden, schädigt unsere Membranlipide und kann auch das Gewebe in unserem Körper schädigen. Die Löwenzahnblüte bietet im Vergleich zum Rest der Pflanze die stärkste Hemmung gegen dieses Hydroxylradikal. Drittens wirken Löwenzahnblüten entzündungshemmender als der Rest der Pflanze. Die Forschung zeigt, dass diese Blume 2 Enzyme hemmt, die mit Entzündungen in unserem Körper in Verbindung stehen, und zwar die Stickoxid-Synthase und die Cyclooxygenase 2, also auch COX-2-Inhibitor genannt. Die Blüte ist also ein natürlicher COX-2-Inhibitor. Nach einem Tag Fermentation ist der Honig schon etwas flüssiger geworden und nach 2 Wochen wird er ganz flüssig sein. Dann könnte man ihn absieben von den Blüten, man könnte ihn aber auch einfach mit den Blüten zusammen verzehren. Durch die Erhöhung des Wassergehaltes von Honig, durch die Blüten darin werden die im Honig vorhandenen wilden Hefen aktiviert und eine Fermentation findet statt. Wie gesund Honigfermente grundsätzlich sind, dazu hatte ich schon mal ein Video hochgeladen, und zwar das Knoblauch- und Ingwer-Kurkuma-Ferment. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben.
Löwenzahnblüten können auch als Chemopräventivmittel wirken. Mit anderen Worten, sie haben krebshemmende Eigenschaften, insbesondere antiangiogene Eigenschaften. Angiogenese ist die Bildung neuer Blutgefäße in unserem Körper, die auch mit Krankheitszuständen verbunden ist, insbesondere mit dem Fortschreiten von Tumoren, vom gutartigen zum malignen Zustand. Die Löwenzahnblüten haben also antiangiogene Eigenschaften und besitzen daher im Wesentlichen krebshemmende Eigenschaften. Mit den beiden schmackhaften Rezepten tun wir also unserer Gesundheit etwas Gutes, und dieser echte Löwenzahnhonig beinhaltet im Vergleich zum üblicherweise hergestellten sogenannten Löwenzahnblütenhonig, der gekocht wird und mit Zucker hergestellt wird, die ganze Palette an wirksamen Eigenschaften, die wir oben erwähnt hatten. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.